Servus zusammen. Ja, hier gleich mal ein kleiner Spoiler. Ich habe angefangen, die Oger zu bemalen. Hier die ersten 3 Modelle sind fertig und die anderen 3 stehen gerade auf dem Maltisch bei mir. Da wird sicher in nächster Zeit dann noch ein bisschen mehr dazu kommen, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wie wir es schon kürzlich gemacht haben bei den Ogern, will ich heute mal darüber reden, wie man bei Kings of War eine Halbling-Armee starten könnte. Ausgangspunkt wird hier wieder das Ambush-Set sein, das ihr hier seht. Das habe ich mir vor ein paar Wochen ja zusammen mit dem Ambush-Set der Ogre angeschaut. Ich werde euch das Video unten in der Videobeschreibung verlinken, falls jemanden nochmal im Detail interessiert, was da alles drinnen ist. Ansonsten werden wir uns hier jetzt mal kurz noch anschauen den Inhalt der Box und dann aufbauend darauf, wie ich die Figuren zusammengebaut habe, wie die Armee aktuell ausschaut, was man auch alternativ daraus bauen könnte, weil es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, sind ja Gott sei Dank alles Kunststofffiguren und von dort werden wir dann im nächsten Schritt im Verlauf des Videos weitergehen, welche Möglichkeiten es dann gibt, die Armee weiter aufzubauen und auch ein bisschen so meine Gedanken dazu. Aber mal vorneweg, ich habe es ja auch im letzten Video schon gesagt, ich finde diese Ambush-Boxen sehr gelungen und mir gefallen die immer besser. Auch jetzt, wo ich hier die Halblinge zusammengebaut habe, denn auch das sind wieder Kunststofffiguren durch die Bank, also sehr einfach zusammenzubauen. Ihr bekommt hier auch insgesamt 2 Sets bestehend aus jeweils 3 Gussrahmen. Daraus lassen sich quasi 5 Kavalleriemodelle und die Hälfte der Infanterie bauen, also 10 Figuren mit diversen Auswahlmöglichkeiten an Bewaffnung. Und auch hier habt ihr die gute Sache dabei, dass die Einzelteile sofern nötig beschriftet sind, sodass man auch hier sehr gut sieht, wo was hingehört, beziehungsweise welche Teile zusammen für eine Figur. Und dann natürlich noch einen Quick Start Rules Guide, um mal die ersten Spiele zu machen, plus eben Zusammenbauanleitung mit den Profilwerten der Einheiten, damit ihr gleich mal out of the box mit nur dieser Ambush Box alleine reinstarten könnt in Kings of War, ohne euch das große Regelbuch kaufen zu müssen. Also sehr gut. Hier seht ihr jetzt mal, was ihr aus einem dieser Dreier-Sets Gussrahmen zusammenbauen könnt. Und das Ganze gibt es dann eben 2-mal. Lasst uns hier mal mit der Kavallerie starten. Ihr bekommt hier insgesamt 10 Figuren. Diese sind sehr einfach zusammenzubauen. Die Waffen hier, die Rifles hier mit den Armen sind beschriftet, damit die auch zusammenpassen. Und ansonsten habt ihr eben alle Teile dabei, damit ihr hier entweder die Wild Runners bauen könnt, so wie ich es hier habe, oder auch die Wild Lancers, die dann eben mit den Lanzen klarerweise, mit den Speeren daherkommen, sind eben dann, da sind die Arme austauschbar für beide Einheiten, je nachdem, was euch hier besser gefällt, beziehungsweise wie ihr eure Armee aufbauen wollt. Somit also hier schon mal die Möglichkeit, entweder die Wild Runner oder die Wild Lancer zu bauen bei der Kavallerieeinheit. Und klarerweise gibt uns das dann die Möglichkeit für die Infanterie hier auch alle Varianten zu bauen. Gewissermaßen, man hat einmal die Braves mit den normalen Handwaffen und Schilden oder eben, so wie ich es hier gebaut habe, also die Spearpikes, wenn man den Speer verwendet, oder eben die Rifles für die Fernkampfvariante. Wie hier schon zu sehen, ich habe mich dazu entschlossen, die Rifles für die Kavallerie zu verwenden.
Dementsprechend hatte ich dann für die Infanterienummer die Wahl zwischen den Braves oder den Spearbikes. Und ich habe mich eben, wie man schon sieht, für die Spearbikes entschieden. Der Grund ist ganz einfach. Zum einen habe ich mir die Armeelisten mal zusammengestellt, die möglich sind, und eben gesehen, die Liste, so wie ich sie am Ende hier aus der Box zusammengestellt habe, sind 410 Punkte, wohingegen vom letzten Video die Ogre auf 405 Punkte gekommen sind. Also zwei schöne Demo-Armeen, die ungefähr die gleichen Punkte wert sind. Dazu kam dann natürlich noch, dass ich für Demospiele auch ein bisschen Abwechslung haben wollte. Daher war klar, dass ich einerseits Fernkampf und auch Nahkampf haben möchte. Und ich habe mir einfach gedacht, ein bisschen beweglicher Fernkampf macht hier eventuell Spaß und ein bisschen Abwechslung im Vergleich zu den Bogenschützen bei den Goblins, bei den Ogern. Daher hier die Rifles bei dieser Einheit. Und wie gesagt, haben wir das Ganze doppelt. Und hier nun die komplett gebaute 410-Punkte-Liste mit zweimal Wildrunnern und 2 Infanterieregimentern Spearpikes. Wie bei den Ogern auch, habe ich hier das gleiche Konzept verfolgt. Ich habe einmal das genommen, was in der Box zu finden war, also die 3 Regimentsbasen der Einheiten bzw. Bases der Einheiten, und habe hier mal das hier zusammengebaut, und dann habe ich mir noch eine getrennte Base besorgt bzw. noch zur Verfügung gehabt und daraus dieses zweite Regiment Spearbikes gebaut, um auf die 410 Punkte zu kommen. Persönlich ist es ein bisschen eine Geschmackssache, welche Infanterieeinheit ihr hier zusammenstellt. Die Braves wären punktetechnisch günstiger, und hier könnte es euch auch passieren im weiteren Verlauf, dass ihr für die Spearbikes, so wie sie hier gebaut sind, später die Punkte nicht mehr übrig habt, wenn ihr auf 1500, 2000 Punkte und darüber eine Armee zusammenstellen wollt. Aber ich persönlich finde die Spearbikes besser, weil diese natürlich ein paar Punkte mehr kosten, dafür aber auch die Phalanx-Sonderregel mitbringen, welche eben bei gegnerischen Einheiten, die eine Einheit mit Phalanx angreifen, können Thunderous Charge nicht einsetzen, und das finde ich persönlich sehr, sehr stark. Daher habe ich mich auch für diese Zusammenbauvariante entschieden und eben nicht für die Braves. Und eben der zweite Teil der Phalanx-Regel sagt aus, dass Kavallerie, Large Cavalry oder auch Einheiten, die fliegen können und eine unhindered Charged in die Front von dieser Einheit machen, auch noch -1 aufs Treffen bekommen. Und daher zum einen die Entscheidung, eben hier die Spearbikes zusammenzubauen, zusammen eben mit dem vorhin genannten Grund, dass hier eine 410-Punkte-Liste zusammengekommen ist, die ganz gut zu den Ogern passt für Demospiele. Und dann zum dritten Grund werde ich dann noch gleich kommen. Den werde ich aber nennen, wenn es dann darum geht, die Armee zu erweitern. Auch vom Zusammenbau habe ich vorhin schon gesagt, ist eigentlich alles sehr einfach. Auch habe ich mich hier wieder dazu entschlossen, das auf die gleiche Art und Weise zu machen und 10 Figuren pro Infanterieregiment zu verwenden, um somit eben 2 Regimenter draus bauen zu können. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann man ja noch weitere Figuren dazufügen, aber vor allem mit den Speeren sieht das meiner Meinung nach, eigentlich sehr gut aus mit 10 Modellen pro Base. Jetzt, wo wir das Ganze hier zusammengebaut haben, dann anfangen diese ersten Einheiten zu bemalen, die ersten Spiele zu machen, kommt irgendwann dann natürlich die Frage, wie kann ich das Ganze jetzt erweitern? Dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die logischerweise ersten beiden Möglichkeiten
die einem vermutlich als erstes einfallen, sind wieder die Army Box bzw. die Mega Army Box. Und ich persönlich würde hier auch ausgehend jetzt von diesem Ambush-Set hier heute weiter aufbauen in Folge mit einer Mega Army Box. Das hat mehrere Gründe. Zum Grund 1, wir bekommen in dieser Box eine ganze Menge an weiterer Kavallerie- und Infanterieeinheiten, wie wir sie hier haben, mit der gleichen Option, diese zusammenzubauen. Dadurch, dass wir dann später so viel von diesen Einheiten haben, spielt es auch keine Rolle, wie wir diese Einheiten hier jetzt erstmal zusammengebaut haben, da wir, falls wir später dann merken sollten, dass wir bei einer 1500, 2000 Punkte oder 2300 Punkte hier diese Spearbike-Regimenter nicht mehr in die Liste bekommen, weil diese zu teuer sind, haben wir genug Infanteriefiguren übrig aus den anderen Armeeboxen, sodass wir das hier einfach austauschen können, da ihr definitiv mehr als genug von diesen beiden Einheitentypen hier haben werdet, von diesen Figuren. Ein weiterer Grund, wieso als erstes ich die Mega Army Box nehmen würde, ist dieser, dass ihr mehrere Heldenmodelle bekommt, die hier ja im Ambush-Set komplett noch fehlen, die aber an und für sich ganz gut brauchbar sind in den Halbling-Listen, ganz egal in welche Richtung ihr euch dann auch entwickeln wollt. Und daher bietet dieses Set einfach in der Mega Army Box alles, was ihr so gebrauchen könnt, um weiter eben aufzubauen. Ihr habt hier noch eine ganze Reihe, wie gesagt, von diesen Kavallerie- und Infanteriemodellen dabei, diese Heldenmodelle. Und dann bekommt ihr neben diesen ganzen Heldenfiguren und diesen Infanterie- und Kavallerieeinheiten, die wir hier bereits bekommen, auch noch einen Titanen, und zwar das Iron Beast mit dabei. Auch das ist eine Einheit, die ich persönlich bisher so in meinen Überlegungen noch überall einsetzen würde in jeder Halblingliste, wenn ich die Armee irgendwann mal erweitern sollte, beziehungsweise was ich mir bisher so gedacht habe. Natürlich geht es auch etwas günstiger mit der normalen Army Box, also mit der kleinen Army Box. Hier bekommt ihr ebenfalls wieder eine ganze Reihe von diesen Infanteriefiguren hier und auch von der Kavallerie. Also auch hier sieht man wieder mehr als genug Variation bzw. mehr als genug von diesen Figuren, um alle möglichen Variationen mit der Zeit bauen zu können. Daher ist es hier am Anfang gar nicht so tragisch und wichtig, was wir als erstes zusammenbauen. Bei der Army Box ist noch ganz interessant, hier habt ihr einen Harvester mit dabei. Auch das ist eine Einheit, die ich empfehlen würde mitzunehmen. Sieht man auch recht häufig in den Listen. Und eben noch ein weiteres Heldenmodell, ein berittenes Heldenmodell, das ihr eben in der Mega Army Box nicht finden werdet. Und dann als dritte Variante, um hier weiter aufzubauen, gäbe es natürlich noch die Zweispieler Starterbox mit den Halblingen und den Riftforged Orks. Da muss man sich halt überlegen, ob man das gebrauchen kann, denn ihr bekommt hier quasi das, was wir hier in der Ambush-Box zweimal drinnen hatten, eben diese 3 Gussrahmen, aus denen ihr 5 Kavallerie- und 10 Infanteriefiguren bauen könnt, bekommt ihr dort dreimal, also noch ein zusätzliches Set davon, plus einen weiteren berittenen Helden. Wenn man sich also bereits vorab die Mega Army Box oder Army Box geholt hat, ist das möglicherweise gar keine wirkliche Option mehr. Ausgehend davon, dass ich vorhin ja auch gesagt habe, ich würde das mit der Mega Army Box erweitern, fällt eigentlich aus meiner Perspektive, aus dieser Überlegung heraus, diese Zweispieler-Starterbox eigentlich weg. Außer man entscheidet sich natürlich, statt mit der Ambush-Box hier mit dieser Zweispieler-Starterbox zu starten und die Halblinge zu beginnen, dann ist natürlich das eher ein
zweiter guter Einstiegspunkt als ein Punkt, um zu erweitern. Nun ist es aber auch so, dass es bei den Halblingen noch eine ganze Reihe natürlich anderer Einheiten gibt und auch Möglichkeiten, diese zu spielen. Ihr seid auch hier nicht auf nur eine einzige Variante angewiesen, denn eine Variante, die man sehr häufig sieht, wäre mit dem Schlüsselwort oder mit dem Keyword Tinker, also Einheiten zu spielen, die dieses Keyword Tinker besitzen. Und da fallen eigentlich unsere Einheiten, die wir hier haben, komplett weg, sondern das geht so mehr auf eben Artillerieeinheiten, so ein bisschen vielleicht in eine Art, ja, Steampunk kann man es nicht sagen, aber es sind halt Einheiten wie eben die Harvester, das Iron Beast, die hier gespielt werden können, beziehungsweise die dieses Schlüsselwort haben, oder eben bei den Helden der Engineer und der Gunnery Sergeant auf einem Troll. Die Kavallerieeinheiten, die wir hier bekommen, auch wenn diese mit Schwarzpulverwaffen ausgerüstet werden können, haben diese das Schlüsselwort nicht dabei, also dieses Keyword Tinker. Und bei den Infanterieeinheiten müssten wir eben die Halfling Rifles bauen, eben genau die Infanterievariante mit den Rifles. Und dann gibt es eben noch weitere Einheiten, die ich jetzt in Folge nennen werde, die ebenfalls dieses Tinker-Schlüsselwort haben. Also hier sieht man schon wieder, dass das sehr stark in diese Richtung geht, sind aber auch Einheiten, die wir hier bisher noch gar nicht genannt haben, die also weder in der Ambush-Box noch in den anderen 3 Boxen, die wir bisher hatten, enthalten waren, die man aber eigentlich auch sehr häufig sieht. Und zwar, das sind einmal die Edge Grenadiers, eben diese kleine Infanterieeinheit quasi, die fliegen kann, oder eben aus der Kategorie Large Cavalry die Aeronauts. Auch diese beiden Einheiten haben, wie gesagt, dieses Keyword Tinker dabei und sind auch Einheiten, die man sehr häufig in doppelter bis dreifacher Ausführung in sehr vielen Listen einfach sieht, und auch alle meine Listen, die ich so mir zusammengestellt habe und Ideen überlegt habe, enthalten auch mindestens 2 von diesen Einheiten, weil ich schon selbst persönlich sagen muss, dass mir die Figuren sehr, sehr gut gefallen. Also wie man hier auch wieder sieht, wir bekommen hier ein sehr schönes Einstiegsset, einen sehr schönen Einstiegspunkt mit diesem Ambush-Set, mit den ersten Plastikfiguren, wo wir schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten haben, die Einheiten zusammenzubauen und auf eine durchaus ganz gute Einstiegsarmeeliste kommen können mit einer sehr guten Punktgröße. Auch fehlen uns hier natürlich wieder Heldenmodelle, die wir dann aber in Form von Einzelkäufen oder eben durch Dinge wie die 2-Spieler Starterbox, die Army Box oder Mega Army Box dazu bekommen, zusammen mit einer ganzen Galerie weiterer Infanterie- und Kavalleriemodelle, wie wir sie hier eben bereits haben. Und dann eben zusätzlich noch die Aeronauts und die Edge Grenadiers, beziehungsweise auch andere Einheiten, wie auch War Engines, wie Volley-Gun oder Haubitzen, die uns die Armee dann noch in die Richtung erweitern lassen, wie wir die Armee gerne spielen möchten. Da ich ja gerade dabei bin, die Ogre anzumalen, wird es nicht mehr allzu lange dauern, schätze ich, bis ich auch hier die Halblinge in Angriff nehmen werde. Die 1000 Punkte Northern Alliance sind ja bereits fertiggestellt. Daher denke ich mir, da wird es in nächster Zeit dann auch mal beginnen damit, dass wir so ein bisschen kleines Demospiel haben werden, das ich euch hier dann zeigen werde, oder eben auch so die eine oder andere Regelerklärung in Form mit diesen Einheiten dann auch zeige. Ihr könnt mir da auch gerne schreiben, ob ihr vielleicht auch mal so einen kleinen Mini-Spielbericht, Ambush-Spielbericht schon mal vorab sehen wollt, noch mit den Figuren, wie sie jetzt sind, nur zusammengebaut, damit ich da ein bisschen einen Eindruck habe, ob euch das vielleicht interessiert oder ihr doch eher sagt, ja, nein,
eher mal abwarten, alles bemalen und dann bitte nur bemalt spielen. Könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare unten schreiben. Falls euch das natürlich interessiert, auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um dann diese Videos nicht zu verpassen. Wenn euch dieses Video hier jetzt interessiert hat, werde ich euch in der Videobeschreibung und hier jetzt am Ende noch das Video dazu verlinken, was ich zuletzt zu den Ogern gemacht habe, welches eben dem gleichen Schema folgt mit dem Anfangen einer Ogerliste.